Man sollte niemals eine gute Krise ungenutzt lassen. Ja, das, was Politiker teilweise auch sagen, um Krisen auszunutzen, das gilt auch für dich im aktuellen Umfeld. Denn du kannst es wirklich nutzen, denn es ist sehr logisch, was aktuell passiert und es ist sehr logisch, was die nächsten 2 Jahre passieren wird und was Trump exakt vorhat. Und das analysieren wir heute und es kann ein sehr, sehr wichtiges Video für dich und deine finanzielle Zukunft sein und werden. Deswegen ist es so wichtig und deswegen toll, dass du bei uns mit dabei bist. Wie jeden Freitag in Faszination Freiheit schon seit fast 10 Jahren diese Videotipp-Serie. Heute hier übrigens aus Paris. Ja, und ich habe mir hier mal, ich finde, es passt irgendwie so dieses Shirt, dieses etwas Freche von Trump. Deswegen habe ich das mal auch mit ausgepackt heute. Ja, denn wir sehen goldene Chancen und diese kommen selten, so circa 1 bis 2 Mal pro Jahrzehnt. Du musst aber auch die Hintergründe verstehen, das ist der erste Teil von dem heutigen Video und dann eben auch die richtigen Entscheidungen jetzt zu treffen. Also was sehen wir uns heute an? Die 7 großen Trump-Ziele und warum er dabei ist, alle zu erreichen. Warum es in 2 Jahren komplett anders an den Märkten aussehen wird, ja sogar muss, aber wie? Ja, und wie solltest du jetzt als echter Investor vorgehen? Und ich verrate euch, was ich selbst mache und nachkaufe oder abwarte, ja, oder auch verkaufe. Wir werden uns ansehen, ich verrate es am Schluss von dem heutigen Video. Und zur Einleitung ein paar Worte über Trump. Trump selber ist kein Schwachkopf. Das passt besser zu dem einen oder anderen deutschen Wirtschaftspolitiker, aber nicht zu Trump. Dieser ist smart und rein logisch, rational und er hat einen klaren Plan. Und ganz wichtig, Trump, auch wenn er manchmal so scheint, er ist kein Spekulant. Er ist nicht verrückt. Er ist ein kalkulierender Geschäftsmann und Investor und er geht kalkulatorische Risiken ein. Das ja, aber er ist kein Spekulant. Und er sieht das auch rein strategisch und als Kalkül. Und er verhandelt gerade seine Pole Position, ja, wenn es darum geht, in seiner Amtszeit jetzt richtig loszulegen. Also, was ist der Trump-Plan? Was sind die 7 Dinge, die er bezwecken will aktuell und die ganz logisch sind? Also zum einen, die USA hat gewaltige Verschuldungen, das können wir hier sehen. Und davon 9 Billionen, eine gewaltige Summe ebenfalls, die muss dieses Jahr refinanziert werden. Und das heißt, er möchte was? Niedrige Zinsen. Und 1% niedrigere Zinsen zum Beispiel sind bereits, jetzt aufs Jahr gerechnet, 90 Milliarden Dollar. Das heißt, wir sprechen hier nicht über Peanuts. Ja, dann Trump ist dabei, als nächster Punkt, in diversen Bündnissen, wie zum Beispiel die bekannteste mit der unterem die NATO. Er möchte da auch in Pole Position sein, er ist ja bereits am Nachverhandeln und auch das hat Einfluss darauf, und je unberechenbarer und verrückter er ja ist, umso besser. Und jetzt wird ja alles quasi neu verhandelt und da kann ja alles eine Rolle spielen. Dann Punkt Nummer 3. Neue Einnahmequellen natürlich von anderen Ländern. Denn was wir bereits sehen, einige Länder akzeptieren es einfach, nachverhandeln nicht und das bedeutet natürlich automatisch mehr Gewinn. Wenn er jetzt einfach nur gesagt hätte, ja, liebes Land XY, wir sollten mal drüber sprechen und so, was wäre passiert? Ja, im Prinzip nichts. Sie hätten es einfach abgewiegelt. Und so sind alle so in diesen Krisenmodus, Schockzustand. Ja, und Trump, ja, er möchte in die Pole Position, wie gesagt. Dann Trump, er möchte einen schwachen US-Dollar, eine schwache Heimatwährung. Warum? Sehr gut für die US-Wirtschaft, auch generell gut für die Weltwirtschaft im Übrigen. Ja, also ist auch wieder positiv dafür. Der US-Dollar ist ja die Monate zuvor stark angestiegen, immer stärker geworden. Und voilà, sehen wir auch, wie er in die andere Richtung geht. Also auch hier einen Haken. Dann der Arbeitsmarkt in den USA. Trump hat mehrfach angekündigt, er möchte Arbeitsplätze zurückbringen und auch durch die Zölle wird es wieder attraktiver in den USA zu produzieren. Also auch hier können wir einen Haken machen, beziehungsweise Tendenz, was sich zeitversetzt vermutlich auch so zeigen wird nach ökonomischen Gesetzen. Dann ganz wichtiger Punkt, der kaum tituliert wird, und zwar ja die Ölpreise, denn diese sind ein wirtschaftlicher Treiber. Und je günstiger, desto besser auch für die US-Wirtschaft, aber auch für die Weltwirtschaft. Ja, und voilà, wenn wir uns die letzte Woche anschauen, circa minus 15%. Ja, und der 7. und letzte Punkt, Autarkie für die USA, zumindest in einigen Schlüsselindustrien und da vermutlich auch die Waffenindustrie, die dazu zählt. Ja, und einige munkeln auch, dass es vielleicht auch wie eine Art Kriegsvorbereitung gedeutet werden kann. Auf jeden Fall, auch dafür ist es positiv. Zusammengefasst.
Trump ist mittendrin, die Rahmenbedingungen für die US-Wirtschaft, aber auch für die Weltwirtschaft erheblich zu verbessern. Er schaut da vor allem auf seine Interessen, hat aber auch insgesamt positive Aspekte für die Weltwirtschaft, wenn auch nicht alles davon natürlich und Zölle allgemein nicht unbedingt. Aber auch das wird sich regeln, auch da wird sich wieder ein Gleichgewicht finden. Er sorgt dafür, aus der Adlerperspektive, dass es mehr Einnahmen gibt für die USA, dass es weniger Ausgaben gibt, und Trump hat im Prinzip genau angekündigt, was er machen wird, dass er da wirklich so forsch und relativ krass rangeht. Das hat einige überrascht, aber wenn man Trump kennt, dann ist man eigentlich von nichts wirklich so überrascht. Ja, ganz wichtiger Punkt. Trump ist strategisch. Er hat verstanden, dass die Wirtschaftsmacht USA auf dem absteigenden Ast ist, mit ausufernden Kosten, Verschuldungen und zu wenig Einnahmen. Und das ist das Interessante bei Trump. Er sieht die USA wirklich wie ein Unternehmen. Und dass es auch durchaus sinnvoll ist, so zu sehen, weil wenn es dem Unternehmen USA durchgeht oder dem Unternehmen welches Land auch immer und die Einnahmen und die Ausgaben stimmig sind, dann geht es langfristig der Bevölkerung gut, genauso wie es dem Unternehmen dann gut geht. Da können sich übrigens so manche mitteleuropäische Politiker und generell in der EU einfach mal eine Scheibe von abschneiden, ja, weil da halt eher so gewisse Ideologien im Vordergrund stehen, aber vielleicht nicht immer das Wohl der Bevölkerung. Im Prinzip sehen wir einen großen Kassensturz, den Trump mit seiner Wahl zum US-Präsidenten initiiert hat. Ja, manche Kritiker sagen auch, er hätte es ja auch langsamer machen können und mit diplomatisch etc. Der Punkt ist aber, wie wir gleich sehen werden, diese Zeit hat er gar nicht. Trump selber ist ungeduldig, er will auch sofort diesen Effekt haben und in diesen 4 Jahren möglichst viel machen. Und die nächsten Jahre sind für ihn nämlich auch in jedem Fall entscheidend. Ja, übrigens, wenn du solche Videos interessant findest, dann unbedingt den YouTube-Kanal abonnieren, mit den Glockenzeichen auch nicht vergessen. Vor allem aber die wöchentlichen Freitagsmail, du kannst dich unterhalb von diesem Video eintragen, da kriegst du wirklich alles mit. Ja, die wöchentlichen Tippvideos, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und schön, aber da kriegst du nur einen Bruchteil mit in unserer Community. Ich schreibe jeden Freitag diese Tippmail und da kriegst du dann wirklich alles mit. Das ist das Herzstück unserer Community. Aber so, wir gehen jetzt auf die Risiken ein, die Trump eingeht. Und deswegen wird diese Strategie wirklich so aufgehen mit seinen Intentionen. Das werden wir sehen, beziehungsweise wird es schnell genug sein für seinen großen Plan. Dann das Risiko, dass die Bündnisse gegen die USA zunehmen werden. Wir werden auch eine insgesamt höhere Inflation sehen, weil sich das alles erstmal wieder neu ordnen muss. Das heißt kurzfristig zumindest höhere Preise. Und auch die Zölle, die können sich hochwiegeln und werden es teilweise auch tun. Wir sehen das ja auch bereits mit China. Ja, und es ist wie beim Aufrüsten. Ne? Der eine, dann der andere und es wird sich selber quasi hochgeschaukelt. Ja, also er könnte übertreiben, sprich er verzockt sich, die Weltwirtschaft könnte sie massiv abrutschen, aber warum wird das vermutlich nicht passieren? Also wir sehen uns mal das wahrscheinlichste Szenario an mit den wichtigsten Marktteilnehmern, die wir hier haben, und das ist für mich persönlich insgesamt ziemlich klar. Erstmal die Frage, könnten wir ein nächstes 1929 aktuell erleben, das heißt ein dunkles, ein schwarzes Jahrzehnt an den Börsen und an der Weltwirtschaft. Das wird sich voraussichtlich nicht wiederholen. Denn damals konnte nicht einfach beliebig Geld gedruckt werden. Wir hatten den Goldstandard, etwas, was wir schon lange nicht mehr haben. Und deswegen die Notenbanken immer, wenn es da mal so ein richtig stärkeres Hüsteln gibt, dann intervenieren sie massiv und drucken immens Geld. Und das wird die US Fed und die Notenbanken weltweit wieder tun. Sie werden tendenziell die Zinsen senken, weiter als vielleicht aktuell geplant hätte. Ja, und genau das möchte Trump erreichen. Ja, und dass die ganze Welt übrigens seine Verschuldung und seine Inflation bezahlen wird. Und versetzen wir uns in den nächsten großen Player hier, und zwar in Trump. Was will Trump denn eigentlich wirklich haben und worauf wird er hinsteuern? Er hat null Interesse daran, die Weltwirtschaft zu crashen. Warum? Dann ist er bei der nächsten Wahl, auch in 2 Jahren, das sind die Midterms-Wahlen, weg vom Fenster. Er gibt deswegen Gas, jetzt hat er relativ freie Fahrt. Er möchte es auch behalten. Das heißt, in 1, 2 Jahren muss er richtig gut dastehen. Und das ist einer der wichtigsten Sätze dieses Videos, um das zu verstehen, was Trump aktuell tut und was er voraussichtlich weiter tun wird. Denn, ich wiederhole, Donald Trump will in 2 Jahren, und der muss in 2 Jahren richtig gut dastehen. Und darauf wird er seine Handlung ausrichten. Das heißt, jetzt ein kurzer, intensiver Schmerz und danach die Heilung, so dass sich das auch zeigen wird, die nächsten gerade auch 1, 2 Jahre und natürlich auch 3, 4 Jahre, wenn dann die nächste große Wahl ansteht. Er wird von dem her die Inflation und auch die aktuelle Unsicherheit in Kauf nehmen. Denn er versteht sehr, sehr gut, die Wirtschaft wird letztendlich von 3 Säulen betrieben. Und zwar ein günstiger Dollar tendenziell, günstige Zinsen, ein günstiger Ölpreis.
Et voilà, das ist exakt das, was wir aktuell sehen. Und er bringt sich somit ja für die nähere Zukunft mittel- und langfristig in die Formel 1 Pole Position. Und das ist genau, was er erreichen möchte. Was sehen wir dann natürlich an den Märkten? Märkte hassen die Unsicherheit. Ja, ist noch schlimmer, als was Schlechtes kommt, aber es war schon klar, was dann schon irgendwie eingepriesen ist. Das heißt, die richtig negativen Zeiten, die werden aktuell eingepriesen. Das heißt, es spricht einiges dafür, dass jetzt sehr, sehr gute Zeiten sein dürften. Und das ist natürlich die große Frage. Also was jetzt tun? Erstmal generell, wenn du jetzt Angst hast, du bist nicht der Einzige grundsätzlich und herzlich willkommen. Du verstehst vielleicht, wie emotional das Thema Geld wirklich sein kann, gerade so als Rookie, das heißt als Neuanfänger. Vielleicht auch so im Aktienbereich relativ frisch drin oder im Kryptobereich. Ja, und vielleicht merkst du dann in bestimmten Bereichen, oh, das geht ja nicht nur in eine Richtung. Auf einmal drehen die ja sogar. Und dann kriegen die unerfahrenen Investoren kalte Füße. Ja, und wenn die Märkte dann nochmal, die können ja nochmal und so weiter. Ich kann dir eins sagen, was ich mache, wenn Panik ist, weil ich habe solche Situationen jetzt schon wirklich mehrfach erlebt. Ich kaufe. Und wenn noch einmal ein Panikschub kommen sollte, dann kaufe ich noch einmal. Weil ist es jetzt auch nicht viel besser, jetzt zu investieren und zu kaufen, als noch vor ein paar Monaten im Januar, als Trump gestartet ist, wo die Märkte insgesamt stabil und positiv und jetzt kommt der große Wirtschaftspräsident und der Kryptopräsident sozusagen. Jetzt hat er sich bewusst entschieden für diesen kurzfristigen Schmerz. So, ist es dann eigentlich nicht jetzt besser zu kaufen, als wenn dann wieder die Märkte sich wieder verdoppeln und dann die Stimmung wieder richtig gut ist, in zum Beispiel 1-2 Jahren? Weil genau das möchte er haben. Er braucht eine gute Situation in 1-2 Jahren. Und darauf wird er das Ganze ausrichten. Und solche Situationen wie aktuell, die gibt es im Schnitt 1- bis 2-mal pro Jahrzehnt. Solche Panikmärkte an den Märkten, viel Unsicherheit. Bitte lasse sie nicht verstreichen. Du musst sie nutzen. Ich persönlich tue es. Weil wenn dieser Lärm kommt und er dich wach macht und wach hält, dann kaufen. Danach, wenn es wieder ruhiger ist, wieder hinlegen. Da kommt der nächste große Lärm, der dich wieder aufweckt. Dann wieder kaufen. Weil was wird passieren? Werden jetzt alle Unternehmen weltweit insolvent und pleite gehen? Nein, das ist natürlich absoluter Quatsch. Die Welt wird weitergehen. Wird dann Bitcoin beispielsweise sterben und auch die anderen großen Big Player im Kryptomarkt? Nein, sie werden weitergehen. Sie werden korrigieren bis zu einem bestimmten Punkt. Übrigens, den optimalen Punkt wird man in der Regel nie erreichen. Also man braucht dann in solchen Zeiten einfach auch Mut und wenn es mal ein bisschen nach unten geht, dann auch einfach nochmal in solchen etablierten Märkten sich einkaufen. Sind wir aktuell am Tiefpunkt? Wir werden sehen, möglicherweise noch nicht, möglicherweise aber ist es der Tiefpunkt. Trump will und er wird die Weltwirtschaft nicht vollends crashen, keine Bange, einfach nur logisch denken, Gehirn anwerfen und logische Schlüsse ziehen. Es ist alles Strategie und Taktik, gerade von jemandem wie Trump und in diesen Zeiten ist es wichtig, ruhig zu bleiben. Ja, übrigens, wenn du auch eine persönliche Begleitung haben möchtest, wir bieten auch Coachings an in diesem Bereich, auch für mich persönlich, auch mit meinem Team. Wir verlinken unterhalb von diesem Video, kannst du es auch näher anschauen, weil es ist wichtiger denn je, jetzt einen ruhigen Kopf zu haben und dass du wirklich smarte Entscheidungen jetzt in dieser Marktphase triffst. Und die meisten sind unerfahren und können mit solchen Situationen nicht umgehen. Also wenn dich das interessiert, ja, dann gib uns gerne Bescheid. Du kannst dich dort eintragen für ein persönliches Gespräch. Und ansonsten unseren Freitags-Newsletter, den Faszination Freiheit, jeden Freitag reinschauen, weil ihr eben da solche wichtigen Informationen nicht verpasst. Weil es kann manchmal nur ein Video sein, was dein ganzes Leben massiv verändern kann. Ja, also, wir sehen uns ansonsten nächsten Freitag wieder. Ich freue mich auf dich. Herzlichst, dein Thorsten Wittmann, heute aus Paris.